Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Weil ihr es so gerne schaut, habe ich heute wieder einen Food Haul und unsere Speiseplanung für euch. Aber das heute ist ein ganz, ganz besonderes Video. Und bevor wir mit dem Food Haul loslegen, noch eine klitzekleine andere Sache vorweg. Denn wir haben genau heute die 10.000 Abonnenten geknackt. Das ist einfach so ein besonderer und großer Meilenstein für mich. Etwas, worauf ich ja so lange hingefiebert und hingearbeitet habe. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch ganz, ganz, ganz herzlich für euren lieben Support danken. Manche sind schon super lange dabei, schon seit Jahren. Manche sind ganz frisch dazugekommen, ganz egal. Vielen Dank für eure Kommentare, für eure Likes, für euer Abo. Manchen von euch ist vielleicht gar nicht bewusst, wie viel schon allein so ein Like an dem Video für mich wert ist. Ich freue mich außerdem immer von euch zu hören und deswegen ganz lieben Dank für all die lieben Worte, die ihr mir ständig unter den Videos drunter lasst. Dankeschön. Und ich möchte euch auch etwas Kleines zurückgeben. Deswegen habe ich heute eine kleine Verlosung für euch. Ihr habt alle die Chance auf ein kleines Dankeschön von mir. Ich werde euch ein kleines Paket zusammenschnüren mit Dingen, die ich gerne mag. Und außerdem dachte ich, weil das ganz gut passt, das ist ja heute ein Haul-Video, packe ich noch einen 50-Euro-Gutschein entweder von DM oder von Lidl oder von Aldi mit oben drauf. Wenn ihr dieses Paket gewinnen möchtet, dann schreibt mir einen Kommentar, dass ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Außerdem solltet ihr Abonnent dieses Kanals sein. In der Infobox schreibe ich noch alle weiteren Details dazu, wie lange das Ganze läuft und so weiter und die Teilnahmebedingungen. Deswegen schaut da unbedingt vorbei. Und dann freue ich mich über eure Teilnahme und ich hoffe, dass ich einem von euch damit eine große Freude machen kann. Jetzt legen wir aber los mit dem Food Haul. Wie immer geht es los mit Obst und Gemüse bei mir und ja, ich lege heute mit absoluten Basics los, weil unsere Schränke sind wirklich ziemlich leer und wir brauchten erst einmal Zwiebeln und Kartoffeln. Dann habe ich einmal Frühlingszwiebeln, einmal Lauch, 3 Zucchini, einen Sack Möhren. Eine Zucchini hat leider unterwegs ein bisschen gelitten in der Tüte. Die hatte ein bisschen, ja, einen kleinen Kampf mit einem Joghurtbecher. Das heißt, am besten möglichst schnell verarbeiten. Außerdem habe ich noch Brokkoli, einmal Paprika, Salat, 2 Salatgurken und eine Avocado. An Obst ja, sind wir ebenfalls sehr basic geblieben diese Woche. Es gab irgendwie gar nicht so viel, was uns angemacht hat. Deswegen gibt es einfach nur Birnen und Äpfel. Ja, muss reichen. Dann mache ich mit den Sachen weiter, die gekühlt werden müssen. Ja, der Joghurt. Hier sieht man ja die Überreste der Zucchini. Joghurt kaufen wir eigentlich immer, weil wir total gerne Joghurt frühstücken. Habe ich, glaube ich, auch schon zigmal erzählt. Und auch gezeigt in einem meiner Meal Prep Videos zum Thema Frühstück. Creme fraiche brauche ich für ein Gericht und wir hatten keine Butter mehr. Und auch da sehe ich, die hatten leichten Quatsch abgekriegt in der Tüte leider. Dann einmal Frischkäse und einmal Gouda. Das ist ja eigentlich so meistens das, was wir auf Brot essen, Käse. Und Stichwort Brot haben wir dieses Mal auch gekauft. Normalerweise backe ich das ja mal selber. Aber irgendwie bin ich da nicht zugekommen und wir brauchen halt für heute dringend Brot. Deswegen haben wir jetzt einmal eins gekauft. Außerdem noch 4 Liter Milch und 2 Packungen Eier. Ich wurde letztens auch unter einem Video gefragt, oh, wofür braucht ihr die ganzen Eier? Ja, wir essen halt gerne Eier, wir essen viel Eier. Wir machen gern am Wochenende Rührei zum Frühstück oder wir haben die halt auch gerne hart gekocht als Snack im Kühlschrank. Dann essen wir am Wochenende mittags auch gerne ein Omelett. Das ist nämlich schnell gemacht und schmeckt lecker. Also deswegen Ei brauchen wir halt immer ordentlich. Blätterteig. Ich freue mich sehr auf dieses Gericht mit Blätterteig. Werdet ihr gleich erfahren, welches es ist. An Konserven haben wir 2-mal gehackte Tomaten. Wobei ich gar nicht glaube, dass wir die für ein Gericht wirklich brauchen. Die haben wir jetzt doch für den Vorratsschrank gekauft. Und ich sehe, das sind Kichererbsen. Das sollte eigentlich Mais sein. Ja, das stand wahrscheinlich falsch. Ja. Wir haben keinen Reis mehr und wir brauchen Reis diese Woche. Deswegen eine Packung Jasminreis. 2-mal Orangensaft haben wir noch. Das Kakaopulver ist so gut wie alle und ohne das kommt mein Sohn nicht durch den Morgen. Also der trinkt jeden Morgen seinen Kakao. Das ist so unser Ritual. Wir mit dem Kaffee und er mit seinem Kakao zusammen auf dem Sofa langsam wach werden. Und ja, deswegen brauchten wir ganz dringend neues Kakaopulver. 2 Sachen habe ich noch. Einmal schwarzer Pfeffer. Unsere Pfeffermühle ist vor einiger Zeit leider kaputt gegangen. Deswegen kaufen wir seitdem immer den schon fertig gemahlen. Und wir haben keinen mehr, der ist leer. Deswegen brauchten wir einen neuen. Und einmal Müllbeutel. Und ihr seht, das ist irgendwie echt wenig diese Woche. Bezahlt haben wir dafür 51,55 €
51, wo ich nur beschafft steht, da, 51,55 Euro. Jetzt gleich zeige ich euch, was ich daraus kochen werde. Das sind nämlich mehrere Gerichte. Es wird eine sehr leckere und gemüsereiche Woche. Kommen wir dazu, was wir diese Woche geplant haben an Gerichten. Insgesamt sind es 7 Stück. Und da sind so ein paar Dauerbrenner von uns dabei. Beispielsweise das Couscous. Das essen wir ja immer sehr, sehr gerne. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie ich das immer koche. Das Gute daran ist, dass wir das meiste dafür immer zu Hause haben. Was man da braucht, ist Couscous. Das haben wir immer hier. Das kaufen wir meistens in Tunesien ja, im Vorrat ein. Dann braucht man Tomatenmark für eine Tomatensauce. Man braucht Kichererbsen, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika und Gewürze. Und das meiste davon haben wir eigentlich immer hier, beziehungsweise kaufen wir eigentlich immer sowieso bei Groß- oder bei den Wocheneinkäufen ein. Ebenfalls einer unserer Dauerbrenner ist Bulgursalat, beziehungsweise nutzen wir da diese Woche kein Bulgur, sondern Dinkel. Den haben wir nämlich noch hier. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Dinkel wie Reis? Den haben wir noch zur Genüge hier und deswegen nutzen wir das dann für den Salat. Diesen Salat machen wir auch total gerne, habe ich auch schon mehrmals gezeigt. Was wir dafür brauchen, sind Frühlingszwiebeln, Gurke, Paprika, Tomate kann man reinmachen. Eigentlich sollte Mais rein, haben wir jetzt nicht mehr. Man kann Thunfisch reinmachen. Alles, was das Herz begehrt sozusagen. Dann möchte ich diese Woche gerne gebratenen Reis machen. Das esse ich nämlich auch total gerne. Dafür habe ich den Brokkoli gekauft. Wir brauchen Möhren dafür. Dann kann man Paprika noch mit reinmachen. Ein bisschen Zucchini, wenn man mag. Aber ich glaube, die lasse ich weg. Das meiste an Zucchini brauche ich nämlich für was anderes. Und dann kommt ein bisschen Ei da rein, Sojasauce und den Reis, den gekochten Reis dann da rein. Sau lecker. Und dann mit so ein bisschen von der Sriracha-Soße da oben drauf. Esse ich total gerne. Dann habe ich Gemüsestrudel geplant. Dafür ist nämlich der Blätterteig und es ist ein Rezept, das ich irgendwann vor ein paar Monaten mal ausprobiert habe und so lecker fand. Das möchte ich unbedingt diese Woche wieder machen. Das ist nämlich auch perfekt jetzt für den Herbst. Und ich werde das Ganze für euch mitfilmen und in ein Herbstrezepte-Video mit reinnehmen, das dann hoffentlich auch bald online kommt. Deswegen, wenn ihr da neugierig drauf seid auf diesen Gemüsestrudel, haltet die Augen auf. Und ich habe schon gesagt, eine sehr gemüsereiche Woche. Ich habe Gemüsepuffer geplant. Dazu gibt es Salat und ich mache ganz gerne dann einen Dip mit Joghurt daraus. In die Gemüsepuffer mache ich Möhren, Zucchini und Kartoffeln und Zwiebeln und die halt fein raspeln, genau, das ist das Wort. Dann mit ein bisschen Ei und Mehl nochmal, dass das Ganze fester wird. Schön lecker würzen, ausbacken in der Pfanne. Ich finde die so, so lecker. Vor allem dann mit dem Joghurt-Kräuterdip dazu und einen richtig schönen frischen Salat. Da freue ich mich sehr drauf. Und 2 Gerichte gibt es dann noch aus der Tiefkühltruhe. Das eine ist Pesto, also Nudeln mit Pesto. Wir haben ich glaube es war im Frühjahr irgendwann, haben wir sehr, sehr viel Basilikum hier gehabt und sehr, sehr viel Rucola und haben das alles zu Pesto verarbeitet und eingefroren. Und unsere Tiefkühltruhe quillt nach wie vor über mit Pesto. Deswegen müssen wir das langsam auch mal so ein bisschen essen. Deswegen haben wir diese Woche einmal Pesto aus der Tiefkühltruhe geplant, die Nudeln dazu, die Spaghetti machen wir immer selber in unserem Pasta-Maker. Kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Und dann haben wir auch noch Fisch eingefroren, den wir auch diese Woche essen werden. Fisch wahrscheinlich für uns Erwachsene mit Ofengemüse. Der Kleine isst gar nicht mehr so gerne Fisch, hätte er sich da reinsetzen können. Mittlerweile nicht mehr so. Wir wollen gucken, ob wir ihm da vielleicht eine leckere Suppe draus machen oder irgendwie Fischfrikadellen oder so, dass er das, weil so mag er das dann, isst er das dann tatsächlich, haben wir schon getestet. Mal gucken. Also das sind so die Gerichte, die ich diese Woche kochen möchte. Vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, wenn ihr möchtet, nehmt sehr gerne an der Verlosung teil. Schreibt es einfach in die Kommentare und das Abo nicht vergessen. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann!